Also die körperlichen Benefits, die sind schon sehr, sehr geil. Doch die mentalen Benefits, die sind mindestens genauso geil und du wächst daran so unfassbar stark. Hört sich alles gut an, aber wie starte ich denn jetzt? Was ist denn, wenn ich das jetzt alles sehr geil finde, aber ich möchte jetzt anfangen? Wie mache ich das am besten? Das möchte ich dir jetzt hier gerne noch mitgeben, denn es ist total oft so, dass wir irgendwas lesen, irgendein Video sehen und dann uns direkt vergleichen und sagen, alles klar, das muss ich jetzt genau so machen. Und da möchte ich direkt sagen, nein, stopp, mach das nicht so. Mach das in deinem Tempo. Wir alle, jeder und jede von uns hat da ein eigenes Tempo, in dem wir diesen Weg gehen. Und bei mir war das jetzt auch nicht so, dass ich mir eine Tonne geholt habe und da direkt reingestiegen bin. Ich habe vorher 2-3 Jahre kalt geduscht, bevor ich jetzt diesen Schritt gemacht habe. Und das möchte ich dir hier gerne mitgeben, dass du dich nicht nur mit anderen vergleichst und das dann genau so machst, sondern in deinem Tempo. Und dieses langsame Eingewöhnen, das ist total wichtig. Deswegen starte ich jetzt auch schon. Deswegen starte ich jetzt Ende September, Anfang Oktober mit den kalten Bädern draußen, um meinen Körper daran zu gewöhnen. Dass ich nicht direkt irgendwie in so ein gefrorenes Eiswasser reinsteige, wo ich dann total überfordert bin und mein Körper auch, sondern dass ich jetzt reinsteige. Und ich bin jetzt bei 8 Grad war es heute, gestern waren es 11 Grad im Wasser und das ist schon knackig. Das ist schon gut knackig für den Anfang. Und das reicht auch erstmal, wenn du da reingehst. Ja, diese positiven Auswirkungen des kalten Wassers, die spürst du bereits ab 15 Grad. Da passiert schon was. Da sind diese positiven Benefits, die du im Körper und mental auch spürst. Das heißt 8 bis 11 Grad kaltes Wasser. Das ist schon eine ordentliche Herausforderung und das reicht für den Anfang. Und so kann sich jetzt mein Körper und mein Geist langsam darauf einstellen, dass die Temperatur dann nach und nach immer kälter wird, bis wir dann irgendwann die Eisdecke auf dem Fass zerschlagen, um dann ins Wasser zu gehen. Und auf den Moment, da freue ich mich extrem. Es ist einfach eine Euphorie. Ich freue mich jetzt schon so hart auf diesen Moment, wenn dann eine Eisschicht auf dieser Tonne ist und ich die dann erstmal zerschlage, um dann ins Wasser zu gehen. Mag für den einen oder anderen, die ein oder andere ein bisschen suspekt klingen, aber ich freue mich wirklich sehr darauf. Ja, das dazu. Aber was ist mein Tipp, um zu starten? Zurück zu dem Punkt. Ich würde dir das so empfehlen, wie ich das auch gemacht habe. Das ist das, was ich dir einfach mitgeben kann. So bin ich gestartet und das hat für mich total gut funktioniert. Und zwar mit der kalten Dusche. Ich habe dir das am Anfang schon mal kurz erzählt, indem ich nach der Warmdusche gestartet habe mit 15 bis 30 Sekunden kaltem Wasser. Und das ist schon eine Überwindung, wenn du den Wasserhahn von warm auf kalt stellst. Und dann, ja, das Wasser auf einmal kalt wird und dann bleibst du halt unter der Dusche stehen. Dann ist dieser erste Schockmechanismus da und du willst eigentlich direkt weggehen oder das Wasser ausmachen, aber du bleibst stehen für 15 bis 30 Sekunden in der ersten Woche. In der zweiten Woche machst du es so, dass du nach deiner Warmdusche das Wasser für 1 Minute auf kalt stellst und darunter stehen bleibst. Dich vielleicht ein bisschen bewegst, die Arme abduscht, den Rücken, Beine. Und in der dritten Woche machst du es dann 1,5 Minuten im Anschluss an die warme Dusche. In der 4. Woche 2 Minuten im Anschluss an deine warme Dusche. Und du siehst schon, dass wir uns von Woche zu Woche langsam daran tasten, dass das nicht zu viel auf einmal ist, was den Körper und den Geist dann überlastet und wo du dann ja nicht mehr so wirklich Bock drauf hast, sondern du tastest dich langsam daran und findest so den Umgang mit deiner Kälte. Was ganz wichtig dabei ist, dass du nichts erzwingst, dass du das in deinem eigenen Tempo machst. Und wenn du in der ersten Woche bei 15 Sekunden bist und du fühlst dich damit schon unwohl, dann mach in der zweiten Woche 30 Sekunden. Pass das an dein eigenes Tempo an und steiger dich da in deinem Tempo. Mach das langsam und für dich. Das ist ganz wichtig, das ist nicht irgendwie so ein Wettrennen, dass du schnellstmöglich in die Eistonne kommst oder schnellstmöglich so lange wie möglich unter der kalten Dusche stehst, sondern du machst das für dich. Du machst das, um deinem Körper, um deinem Geist, um deiner Seele was Gutes zu tun. Das hat nichts mit irgendwem anders zu tun. Du machst es für dich. Ganz wichtig zu verstehen. Diese positiven Auswirkungen, ich habe dir das gerade schon gesagt, die hast du ab einer Wassertemperatur von ungefähr 15 Grad. Das heißt, die kalte Dusche reicht vollkommen aus. Ja, gerade jetzt in den kalten Jahreszeiten hast du auf jeden Fall unter 15 Grad, wenn du die Dusche auf ganz kalt stellst. Also mach dir da keine Sorgen, dass du da noch nicht genug Auswirkungen spüren wirst. Die wirst du spüren, ganz sicher. Und gerade wenn du am Anfang
unter das kalte Wasser gehst oder in das Eisbad abtauchst, dann spürst du so eine Schockreaktion. Deine Atemfrequenz wird so richtig schnell. Du hast so einen Schockatem, dass du am liebsten direkt wieder aufstehen würdest und weggehen würdest. Ja, dein Herzschlag erhöht sich, deine Atemfrequenz schießt in die Höhe und du bist in so einem Überlebensmodus drin. Ganz logisch, ist eine natürliche körperliche Reaktion. Wie findest du da jetzt diese Ruhe, diese Klarheit, von der ich vorhin gesprochen habe? Mein Tipp an dich, versuch, bevor du in das kalte Wasser gehst oder bevor du die Dusche auf kalt stellst, dass du einmal tief durch die Nase einatmest, Wasser auf kalt und dann beim Abtauchen oder beim ersten kalten Wasserkontakt tief ausatmen durch den Mund. Du kannst auch gerne ein paar Atemgeräusche dabei machen. Atme tief durch den Mund aus und sink dann ins kalte Wasser rein beim Ausatmen. Das hilft mir persönlich extrem, um diesen ersten Schockmoment zu überstehen. Dass du eben nicht, wenn du ins kalte Wasser gehst, dieses Atmen, sondern du atmest tief durch die Nase ein und dann durch den Mund aus und sinkst dabei ins kalte Wasser. Und dann versuchst du diesen Atemrhythmus beizubehalten. Wenn du dann in dem kalten Wasser bist oder das kalte Wasser von oben kommt, dann versuchst du tief zu atmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und das mag die ersten Atemzüge oder auch fortlaufend, das ist nicht leicht. Aber du fokussierst dich darauf. Du bist mit deinem Fokus voll bei deiner Atmung. Und das ist dein Anker. Das ist dein Anker im Eisbad. Hilft mir persönlich extrem. Deswegen gebe ich dir das hier mit. Auf einen tiefen Atem zu fokussieren. Lange, tiefe Atemzüge, um nicht in diesen Schockatem reinzugehen und dann dieses Hyperventilieren zu haben. Sondern hilft deinem Körper dabei, in diesem eiskalten Wasser, in dieser Extremsituation ein bisschen Ruhe zu finden, diese Klarheit zu finden. Denn dann spürst du auch diese Klarheit im Kopf, wenn du dich fokussieren kannst. Hab da keine Angst, laut auszuatmen. Hab da keine Angst vor, das hilft extrem. Wirklich, das unterstützt dich dabei, Ruhe zu finden. Und versuch dann bei deinem Atem zu bleiben. Versuch dich voll auf deine Atemfrequenz zu konzentrieren. Und wenn es dir hilft, zähl auch gerne die Atemzüge. Das hilft mir immer total, dass ich im Wasser dann die Atemzüge zähle. Das heißt, einatmen 1, ausatmen 2. 1, 2. Und dann zähle ich die Atemzüge. Ich zähle in der Tonne ganz gerne bis 30 oder 60. Und das sind dann ungefähr 2 bis 3 Minuten. Und dann weiß ich, okay, jetzt gehe ich raus. Und steigere mich da einfach langsam. So für mich, wie sich das gerade gut anfühlt. An einigen Tagen geht es besser, an anderen Tagen weniger gut. Und hör da auch auf deinen Körper. Du musst nicht zwangsläufig jedes Mal immer länger in der Tonne bleiben oder unterm kalten Wasser stehen. Wenn du an dem einen Tag 60 Sekunden in der Tonne bist und an dem anderen Tag bist du so am Zittern, dass du vielleicht nach 30 Sekunden denkst, boah, reicht, Ende. Dann hör auf deinen Körper und geh raus. Ja? Push dich, nicht falsch verstehen, ja? Such die Herausforderung, aber übertreib's nicht. Lern dabei, deinen Körper wahrzunehmen und hör auf deinen Körper. Hör auf die Signale, die dir dein Körper schickt. Und du weißt immer ganz genau eigentlich, wann es an der Zeit ist, rauszugehen und wann es an der Zeit ist, drin zu bleiben und dich zu fokussieren. Du kannst das, da bin ich mir ganz sicher. Und bei der Atmung versuch das auch, wenn du aus dem Wasser rausgehst, dann ist das die Euphorie, die direkt reinkickt. Versuch dann bei der Atemfrequenz zu bleiben. Versuch dann tief zu atmen, tief weiterzuatmen und fühl einfach mal rein, was gerade so passiert. Was an deinem Körper passiert. Wie auf einmal sich deine Blutgefäße wieder weiten und dein Blut durch den ganzen Körper durchströmt. Wie dich diese Euphorie komplett erfüllt und so ein Glücksgefühl durchströmt. Wie auf einmal die Haut anfängt zu kribbeln. Wie deine Finger kribbeln, deine ganze Haut auf einmal durchblutet wird und rot wird und prickelt. Dieses belebende Gefühl. Du fühlst dich richtig lebendig, du bist wach, du bist klar, du bist voll am Start und du hast so eine gewisse Energie, die dir so viel Freude und Endorphine schenkt, dass du am Anfang komplett überfordert damit bist. Und das ist diese Magie des Eisbads, dass das so viel Glückshormone in dir freisetzt. Und die verarbeitest du total gut, wenn du erstmal stehen bleibst und bei deinem tiefen Atem bleibst und in dich reinfühlst. Fühl, was in deinem Körper passiert, welche Wunder dein Körper gerade vollbringt.
Und dann fühl auch, wie sich das mental, wie sich das seelisch anfühlt. Fühl einfach in dich hinein und mach da so eine 1 bis 2 Minuten Meditation daraus. Gerne auch kürzer. Einfach für ein paar Atemzüge. Bleib bei dir. Und dann trockne dich ab und zieh dir was Warmes an. Begib dich rein, ja, hilf deinem Körper dabei, wieder aufzuwärmen und sei stolz auf dich. Das ist einfach total geil, weil du diese Herausforderung gemeistert hast. Du hast es gemeistert. Du bist über dich hinausgewachsen. Du hast dich aus deiner Komfortzone rausbegeben und bist über dich hinausgewachsen. Und da kannst du sehr stolz drauf sein. Und das trägt extrem zu deinem inneren Glück und zu deiner inneren Ruhe bei. Das ist sehr, 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 sehr geil. Und ich freue mich, dass du hier noch dabei bist. Yes. Dadurch, dass wir jetzt so früh starten, können wir nach und nach uns eingewöhnen. Erst mit der kalten Dusche und dann vielleicht sogar nach und nach mit der Tonne, in der wir dann baden. Deswegen zeige ich dir mal kurz, was ich mir da geholt habe. Nimm dich mit nach draußen und bedanke mich hier schon mal, dass du mit dabei gewesen bist und freue mich, wenn wir beide, du und ich, uns dann in der Challenge auch sehen und gegenseitig unterstützen können. Ich bin sehr gespannt, was das auch für meinen Rücken für Auswirkungen hat, auf die Krankheit, wie da der Verlauf sich ändert vielleicht auch. Also ja, ich werde dich da auf dem Laufenden halten, bin sehr gespannt und wir gehen jetzt erstmal zusammen nach draußen. Danke für dich, ciao, bis gleich. In den Sträuchern im Beet wartet dann hier hinten die Regentonne auf mich. Und zwar habe ich mir hier vom Baumarkt einfach ganz entspannt eine 310 Liter Tonne geholt. Habe die hier auf so ein kleines Fundament gestellt, ein paar Terrassenplatten eingebuddelt, damit ich auch hier eine schöne gerade Oberfläche habe, damit die Tonne gerade steht. Habe die Tonne so ungefähr zu 3/4 gefüllt. Das heißt, wenn ich dann da drin bin, dann geht mir das Wasser so bis über die Schultern, bis zum oberen Rand sind noch so ungefähr 10 cm Platz und das ist perfekt. Also für eine Person sind 310 Liter auf jeden Fall eine ideale Größe, um ein saftiges, knackiges Eisbad zu nehmen. Du willst jetzt ja keine Bahn darin ziehen, dann wäre die nächste Größe 510 Liter, ist schon fast ein halber Pool, da kannst du zu zweit rein. Für eine Person sind 300 Liter wirklich top. Du füllst das, einfach beim Baumarkt geholt und wenn du irgendwie Fragen dazu hast, zu der Tonne, zu dem Thema Eisbaden, zu dem Thema kalte Dusche, lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Schreib es mir hier in die Kommentare, auch deine persönlichen Erfahrungen. Schreib mir gerne eine Nachricht an einen dieser Kanäle und ich bin sehr gespannt, wenn wir da zusammen reingehen. Freue mich, dich dann auch in der Challenge zu sehen, wenn wir zusammen näher in das Thema Eisbaden und kalte Dusche einsteigen können. Ich freue mich auf deine Erfahrung und was du für mentale und körperliche Benefits spüren kannst. Lass mich das sehr, sehr gerne wissen und hab einen richtig geilen Tag. Ganz viel Spaß beim Eisbaden!